Bis jetzt habe ich immer mit solchen Kartentaschen gearbeitet. Einfach aufklappen, zack, hier SD-Karte rein, Micro-SD-Karte rein und dann wieder zuklappen. Alles im Blick und alles ist schön. Aber es gibt was Neues und zwar von Freewell und zwar Pro Reader. Und das gucken wir uns heute mal gemeinsam an. Was das Ganze hier ist und was das Teil alles so kann, das verrate ich euch jetzt in diesem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Verpackung gut gemacht, seitlich das Produkt, vorne das Produkt, hinten nochmal alle Erklärungen zu den verschiedenen SD-Kartenformaten und so weiter und so fort. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal etwas genauer an. Was ist im Karton drin? Klar, das Produkt an sich. Dann gibt es natürlich noch die Bedienungsanleitung und hier gibt es auch die Bedienungsanleitung in Deutsch, was ich sehr gut finde. Dazu passend noch der Karabiner, den machst du dann hier vorne fest und kannst das ganze Gerät noch an deinen Kamerarucksack anbringen. Und dann gibt es noch einen schnellen Adapter von USB-C auf USB-A. Das Ganze zeichnet sich natürlich durch das robuste Design und natürlich auch Aussehen aus. Und wenn du hier den Karabiner hier oben anbringst, dann hast du wie gesagt noch die Möglichkeit, das Ganze irgendwo zu befestigen bzw. locker und easy mit rumzutragen. Und die Legierung ist hier sozusagen eine Aluminiumlegierung gemischt mit Hartplastik. Hier drin verbaut natürlich dann Plastik, aber es ist natürlich wie so eine kleine Feder, wenn du das hier reinschiebst. Also es gibt nochmal so ein bisschen Gegendruck, was ich sehr gut finde. Und das Ganze, das lässt sich wirklich absolut gut transportieren und natürlich auch verstauen. Es ist kompatibel mit Windows XP, mit Mac OS, mit Linux und mit Android sowie iPad OS. Also alle Systeme sind hier sozusagen integriert. Hier hast du keine Probleme bei der Übertragung deiner Daten. Wenn du deine SD-Karten einlegen möchtest, dann geht das natürlich total einfach und simpel. Einfach von unten nach oben hier raufschieben. Und bei den Micro-SD-Karten ist das natürlich genauso. Da geht es dann auch relativ fix und schon ist der Reader voll. Andere Seite geht natürlich auch noch mit CF Express zu bestücken und hier schiebst du die Karte ebenfalls rein. So sieht es dann aus, wenn du einige deiner SD-Karten hier verstaut hast. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist natürlich dann, hier hast du die Möglichkeit, alle SD-Karten reinzupacken und die werden dann automatisch gelesen. Das heißt, wenn jetzt an deinem Rechner bzw. PC kein richtiger Kartenleser dran ist, dann ist das schon mal der erste Vorteil. Witzig finde ich dann auch noch, dass man hier so einen kleinen SIM-Kartenschieber mit reingebaut hat und natürlich auch noch Nano-SIM. Ich verwende kaum Nano-SIM jetzt bei meinen Geräten, Foto, Action-Cams oder auch Videokameras. Bei mir ist mehr so CF Express beziehungsweise hier die schnellen SD-Karten beziehungsweise Micro-SD. Unwahrscheinlich cool und dann hast du dann die Möglichkeit, hier das Ganze mit dem PC beziehungsweise mit dem Mac zu verbinden. Sehr gut für alle iPhone-Filmer ist natürlich auch, dass du das natürlich per USB-C an das iPhone ranstecken kannst, beziehungsweise auch an jedes Samsung oder USB-C-fähige Telefon. Und schon kannst du die Dateien transferieren. Hier zum Beispiel jetzt von der CF Express-Karte direkt auf das iPhone und natürlich auch wieder umgedreht. Und das Witzige an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass du theoretisch, wenn du jetzt hier eine Schnittsoftware drauf hast, das Ganze auch von der CF Express Karte bzw. von der schnellen SD-Karte theoretisch schneiden könntest, denn hier sind Geschwindigkeiten bis zu 10 Gigabits möglich, was dir sozusagen einen schnellen Datentransfer erlaubt. Und theoretisch, wie gesagt, wenn du hier ein Schnittprogramm drauf hast, könntest du das ganze Ding hier anschließen und eigentlich normalerweise von diesem Teil auch deine Shorts bzw. Kurzvideos einfach drauf losschneiden. Schauen wir uns jetzt mal die Geschwindigkeiten an, mit denen übertragen werden kann, hier bei diesem Format. Und das ist beim Schreiben bei ca. 834,3 und beim Lesen sind wir bei 493 Megabyte pro Sekunde, was hier sozusagen Videoschnitt zulässt. Theoretisch bis zu 4K. Wenn man jetzt mal hier auf die Tabelle schaut, ist das möglich, dass, wie gesagt, solche Geschwindigkeiten hier mit CF Express Karten erreicht werden. Wir können ja jetzt mal schauen, wie das Ganze so ist mit normalen, schnellen SD-Karten. Da gibt natürlich auch noch eine Möglichkeit, dass man das hier mal mit einer schnellen SD-Karte probiert und hier einfach mal die Geschwindigkeiten testet. Bei den normalen SD-Karten ist die Geschwindigkeit natürlich nicht allzu schnell. Also wir kommen hier so um die 100 Megabyte die Sekunde raus bei V90-Karten.
Und ja, das ist jetzt aber nicht zum Videoschnitt ausreichend, aber vom Prinzip her, von den Geschwindigkeiten der Übertragung kann man das ja machen. Ich finde das von Freewell eine richtig gute Idee. Also mir hat das Ding richtig gut gefallen. Ich werde es in Zukunft nutzen. Das Ding, das wird sozusagen nur noch im Studio rumliegen und die alten SD-Karten aufbewahren. Ansonsten hat man hier mit dem Pro-Reader von Freewell alle Möglichkeiten im mobilen und natürlich auch im Studiobereich seine Daten von A nach B zu schaufeln, sei es das iPhone oder sei es der Mac bzw. der PC. Hier ist für alles gesorgt. Das sieht langlebig aus. Das ist robust gebaut. Das hat hier sozusagen wirklich Wertigkeit und natürlich auch schnelle Übertragung, was mir sehr gut gefällt. Knapp 100 Euro musst du dafür einkalkulieren. Gibt es bei Freewell und bei Amazon. Die entsprechenden Links habe ich dir in meine Videobeschreibung mit reingepackt. Ich sage vielen Dank fürs Anschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video und tschüss, bye bye und winke, winke.